Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich zwei Uhren auf dem Tisch und zwar einmal die Garmin Instinct 2 Solar. Hier jetzt mit einem anderen Armband, aber das ist wie gesagt die Garmin Instinct 2 Solar, beziehungsweise die Fenix 7X, also in der Saphir Solar Edition. Und ich möchte mit euch heute einen kleinen Vergleich machen, ob sich die Solar Instinct 2 überhaupt für euch lohnt, beziehungsweise was ist der Unterschied zwischen der Fenix 7 und der Solar Instinct 2 und was für Alternativen könnte es dafür geben. Wie immer habe ich dann alles wieder in Kapitel eingeteilt, das heißt, wenn dich was Bestimmtes nicht interessiert, kannst du gerne darüber springen und dann da weiterschauen. Als erstes komme ich natürlich mal zu der Uhr selber, und zwar es gibt hier bei der Fenix 7 mehrere Versionen. Wir haben einmal die Standard, die Solar und die Saphir Solar Edition, beziehungsweise das Ganze einmal in der kleinen S-Version mit 42 mm, beziehungsweise die mittlere Version, Standardversion mit 47 mm und die große X-Version mit 51 mm. Preislich bewegen wir uns hier zwischen 699 Euro und 999 Euro. Da kommt es natürlich ganz drauf an, was ihr haben möchtet. Die teuerste Uhr bietet dann Saphir-Glas, beziehungsweise auch ein Multiband-GPS. Das heißt, ihr bekommt da einen etwas genaueren Standort und ihr bekommt zudem dann schon vorinstallierte Karten und den größten Speicher. Bei der Standardversion bzw. bei der kleinen S-Version sind dann die Karten zwar auch enthalten, beziehungsweise ihr könnt diese dann kostenlos herunterladen, müsst diese aber selber installieren. Bei der Solar Instinct 2, wenn wir jetzt mal kurz von den Typen absehen, gibt es hier zwei verschiedene Größen. Das ist einmal die normale Instinct 2 Version mit 45 mm, beziehungsweise dann auch die kleine S-Version mit 40 mm. Dann gibt es hier auch 5 verschiedene Versionen oder Ausführungen der Uhr. Als Beispiel wäre zum Beispiel eine Surf-Edition, die ja speziell für Surfer ausgelegt ist, oder eine Tactical-Version, die mehr fürs Militär gedacht ist, beziehungsweise auch eine Version, die speziell auf Lkw-Fahrer ausgelegt ist, die dann entsprechend mit dem Navigationssystem für Lkw-Fahrer synchronisieren kann. Preislich liegen wir bei der Instinct 2 dann je nach Ausführung dann zwischen 349 und 499 Euro. Die Preise sind aber alles UVP-Preise. Ich empfehle da immer direkt auch mal bei anderen nachzuschauen. Das heißt jetzt nicht bei Garmin direkt, sondern einfach auch mal bei Amazon und Co. nachzuschauen, was da für Angebote sind. Selbst die Fenix 7 war eigentlich schon nach einer Woche, gab es da schon gute Angebote. Gut ist natürlich relativ zu sehen, und zwar halt gut in Bezug auf, es ist ein neues Modell und ist gerade erst herausgekommen und war dann entsprechend schon etwas reduziert. Dann kommen wir eigentlich schon auch zum markantesten Unterschied, und zwar das Display. Es ist einmal schon optisch ein Unterschied, als auch von der Technik bzw. ja von der Farbgebung. Wir haben hier einmal bei der Instinct 2 Solar ein Schwarz-Weiß-Display verbaut, das in der kleinsten Version mit 156 x 156 Pixel auflöst, beziehungsweise in der größten Version mit 176 x 176 Pixel. Des Weiteren sehen wir bei der Garmin-Uhr eine Aufteilung des Displays, was wir bei anderen Garmin-Uhren nicht sehen. Das ist hier wirklich einmalig. Es geht darum, dass hier die Displays doch in zwei verschiedene Displays aufgeteilt worden sind. Also wir haben einmal rechts oben so ein Übersichtsdisplay. Da wird zum Beispiel, wenn ihr dann durchschaltet, durch die verschiedenen Widgets oben immer angezeigt, in welchem Widget ihr gerade seid. Und dann ein, ich sage jetzt mal, Hauptdisplay, wo dann entsprechend Informationen bereitgestellt werden. Bei der Fenix 7 haben wir im Gegensatz dazu ein Touch-Display. Das ist hier bei der Instinct 2 nicht verbaut, also da geht alles nur über die Tastensteuerung. Bei der Fenix 7 könnt ihr, wie gesagt, die ganze Uhr auch über Touch steuern. Es ist aber auch möglich, dieses Touch-Display auszuschalten und entsprechend die Uhr komplett über die Tastensteuerung zu nutzen. Das heißt, wir haben dann hier wie bei der Garmin Instinct 2 auf der rechten Seite 2 Knöpfe bzw. auf der linken Seite 3 Steuerungsknöpfe. Was bei der Fenix 7 noch dazu kommt, wir haben hier auch ein Farbdisplay verbaut, das heißt, ihr bekommt dann hier auch farbliche Unterschiede und etwas mehr Kontraste, beziehungsweise wenn ihr mehr Informationen auf dem Display habt, sind die etwas leichter darzustellen, wie zum Beispiel jetzt hier auf der Instinct 2. Ein gutes Beispiel dafür, dass die Farben doch hilfreich sind bei manchen Anzeigen, ist zum Beispiel das Schlaftracking. Wenn ihr euch das Schlaftracking mal anschaut, so ist es bei der Fenix 7 doch wirklich schön farblich aufgeteilt. Man kann hier wirklich gut erkennen, welche Schlafphasen waren. Es gibt zwar auch eine Aufteilung bei der Instinct 2 Solar, aber durch dieses Schwarz-Weiß ist es halt natürlich etwas schwieriger zu unterscheiden, welche Schlafphasen dann zu welcher Zeit stattgefunden haben. So sind es natürlich dann bei allen Informationen, die dann halt mit Farbdisplays etwas besser dargestellt werden, ist natürlich hier dann das Problem, dass man mit Schwarz-Weiß das Ganze nicht so gut erkennen kann. Dann kommen wir auch schon zum Punkt Navigation. Beide Uhren unterstützen die Navigation. Ich habe zu beiden Uhren auch mal ein Video gemacht, was ich euch mal verlinken kann, wo das entsprechend mal gezeigt wird, wie die ganze Navigation ja in der Praxis funktioniert. Wir haben hier einmal bei der Instinct 2 die Möglichkeit, hier eine Art Krümelnavigation durchzuführen. Das heißt, ihr habt dann so eine Route, die ihr quasi dann verfolgt, aber natürlich dann keine Karte, die das anzeigt, wo ihr unterwegs seid. Das heißt also, es kann zu Schwierigkeiten kommen, wenn ihr an Weggabelung seid oder auch die Strecke verlasst. Bei der Fenix 7 ist das Ganze hier mit Karte unterlegt. Das heißt, ihr bekommt eine Karte angezeigt,
angezeigt. Ihr wisst dann, auf welcher Strecke ihr unterwegs seid. Ihr könnt auch entsprechend dann nachschauen, wenn ihr zum Beispiel jetzt ja der Weg nicht weitergeht, weil er gesperrt ist, ein Waldweg dazu ist, könnt ihr schauen, was ihr für alternativen Routen laufen könnt. Bei der Phoenix ist es ja auch so, wenn ihr hier Climb Pro eingestellt habt, das müsst ihr auch einstellen, das ist nicht defaultmäßig eingestellt, wird eure Tour entsprechend auch ja bei den Steigungen, wenn ihr jetzt Bergtour habt, entsprechend gesplittet. Das bedeutet, wenn ihr einen Aufstieg habt, wird der ganze Berg dann analysiert und ihr könnt dann immer schauen, wo ihr gerade beim Aufstieg seid, beziehungsweise beim Abstieg. Bei der Instinct 2 ist das Ganze nicht vorhanden. Es gibt hier nur lediglich das komplette Höhenprofil, was ihr seht. Ihr bekommt aber auch immer angezeigt, wo ihr im Höhenprofil seid. Ihr bekommt aber nicht wie bei Climb Pro dann die durchschnittliche Anzeige der Steigung, die dann in dem Anstieg stattfindet, sondern halt wie gesagt nur das Höhenprofil und den Standard, wo ihr gerade seid, beziehungsweise ihr seht dann halt noch, wie viel Höhenprofil da noch vor euch ist. Ein weiteres Feature, was noch die Phoenix 7 anbietet, was ich jetzt aber nicht überbewerten möchte, weil ja, es ist ein Gimmick, ich nutze es jetzt nicht so viel, das ist die Waypoint-Möglichkeit, also Wegpunkte zu setzen. Ihr könnt dann entsprechend bei Garmin Connect Wegpunkte setzen, zum Beispiel wann die nächste Essensmöglichkeit kommt, wann der nächste Rastplatz ist oder wann auch der nächste Anstieg ist oder Aussichtspunkt. Also es gibt hier zig Möglichkeiten, das Ganze zu machen und das bekommt ihr dann quasi hier auf der Uhr dann nochmal direkt angezeigt. Einmal mit dem, ja, was dann kommt, wie ihr es bezeichnet habt und auch mit der Entfernung, weil das Ganze dann noch weg ist. Der nächste interessante Punkt ist natürlich die Akkulaufzeit. Ich habe jetzt hier beide Uhren mit der Solar-Version, also einmal die Instinct 2 Solar bzw. die Phoenix 7X Solar. Ich habe dann auch entsprechend mal die ganze Solarfunktion getestet. Dazu kommt dann nochmal ein Video hier auf meinem Kanal. Und hier ist es so, dass wenn die maximale Sonneneinstrahlung bei der Instinct 2 Solar stattfindet, kann man so knapp 8-9% Akku aufladen. Das ist aber dann beim optimalen Zustand. Und bei der Phoenix 7X ist das Ganze so, dass der Akku nicht verbraucht wird, sondern quasi der Akkustand gleich bleibt. Dennoch überzeugt die Instinct 2 Solar hier mit massiv guten Akkulaufzeiten. Das heißt, hier im Smartwatch-Modus ist es beim Solarbetrieb sogar möglich, dass man hier unendlich das Ganze nutzen kann. Das bedeutet, wenn ihr wirklich optimalen Zustand habt und ihr nur die Smartwatch-Funktion nutzt, dann müsst ihr eigentlich in der Theorie zumindest nicht mehr die Uhr laden. Anders sieht es dann bei der S-Version aus, die hat dann 51 Tage Laufzeit bei der Solarladung, beziehungsweise beide Uhren haben dann im Smartwatch-Modus zwischen 21 und 28 Tage Laufzeit. Ich kann das eigentlich bestätigen, dass hier doch die Akkulaufzeit wirklich gut ist. Auf 28 Tage Smartwatch-Modus bin ich jetzt nicht gekommen, aber ich habe dann auch noch zwischendrin Workouts gemacht, aber mehr als 2 Wochen waren jetzt auf jeden Fall drin gewesen, was wirklich ein sehr guter Wert für diese Uhr ist. Gute Werte gibt es auch bei den GPS-Aufzeichnungen. Hier ist es so, wenn ihr zum Beispiel GPS Multi nutzt, das heißt, ihr nutzt jetzt dann GPS und GLONASS als Beispiel, dann kommt ihr auch bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit, beziehungsweise hier auch bei Solarbetrieb 48 Stunden Laufzeit. Die Phoenix 7X muss sich aber bei den Akkuwerten jetzt hier nicht verstecken gegenüber der Solar Instinct 2. Interessant an der Stelle ist eigentlich nur zu erwähnen, dass hier tatsächlich die Phoenix 7X ähnliche Werte aufweist wie die Solar Instinct 2. Es ist jetzt so, wenn ihr jetzt Solarladung nutzt, dann läuft die Uhr natürlich jetzt nicht auf unendlich. Da kommen wir dann auf 37 Tage Smartwatch Time, aber hier gerade ohne Solar kommen wir hier auf die ähnlichen Werte wie bei der Instinct 2. Bei der Phoenix 7X kommen wir je nach Modell und je nach Ausgabe bei einer Nutzung zum Beispiel eines GPS-Multibands, das ist also dieses Maximale, was man an GPS-Daten nutzen kann, das ist dann die optimale GPS-Auflösung, kommen wir hier ohne Solarbetrieb zwischen 16 und 38 Stunden hin, beziehungsweise im Solarbetrieb 17 bis 42 Stunden, wobei natürlich der kleinste Wert dann für die S-Uhr entspricht. Bei der Solarladung muss man aber wirklich sagen, es geht hier um optimale Werte, was Garmin angibt. Sie gehen davon aus, dass eine Uhr 3 Stunden geladen wird und hier 50.000 K Lux bestehen. Ich konnte es jetzt in meinem Test nicht so ganz reproduzieren, aber das ist das, was Garmin hier an der Stelle annimmt. Das möchte ich nur mal kurz erwähnen bei den Solardaten, damit hier das Ganze ein bisschen eingeordnet werden kann. Natürlich haben wir hier 2 Sportuhren liegen. Was ist natürlich interessant, neben der Akkulaufzeit ist natürlich auch die Sportmodis. Alle beide Uhren unterstützen VO2 Max Messung. Alle beide Uhren haben Trainingsload im Einsatz, beziehungsweise sie errechnen auch eine Erholungszeit, wenn ihr ein Workout gemacht habt. Es gibt dann aber einen kleinen Unterschied, was das Angebot an Workouts angeht. So gibt es etwa Ultraruns, Windsurfen oder Kiteboarden oder auch Tennis bzw. Pilates oder Atemübungen auf der Instinct 2 nicht. Und trotzdem bietet die Uhr doch einen riesen Umfang an Sportprofilen. Das heißt, alles, was mit Laufen, Radfahren und alle gängigen Outdoor-Sportarten zu tun hat, ist hier wirklich enthalten und lässt eigentlich hier keine Wünsche offen. Was bei der Phoenix 7 noch dazu kommt, ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Yoga-Übung macht oder wenn ihr zum Beispiel Pilates- oder Kraftübung macht, dann gibt es hier auch noch die Möglichkeiten,
animierte Workouts zu sehen. Das heißt, wenn ihr dann ein entsprechendes Workout auswählt und das Ganze unterstützt, bekommt ihr auf die Uhr dann angezeigt, wie das Workout entsprechend funktioniert. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht mit der Phoenix 6, da funktioniert es genauso. Das verlinke ich euch mal, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, wie das funktioniert, beziehungsweise wie ihr das einrichten müsst, dass ihr es entsprechend dann nutzen könnt. Der nächste Punkt, den wir hätten, wären die Sportsensoren, Metriken beziehungsweise auch die Möglichkeiten, was man die Uhr alles anschließen kann. Also bei der Phoenix 7 kann man eigentlich sagen, es gibt eigentlich fast, was man nicht machen kann. Bei der Instinct 2 ist es so, dass man hier zum Beispiel beim Fahrradfahren zwar einen Powermeter anschließen kann, aber zum Beispiel die ganzen elektronischen Schaltlösungen, wie zum Beispiel von Shimano angeboten werden, hier nicht unterstützt werden. Das heißt, hier werden dann die Gänge nicht angezeigt und bekommt halt einfach keine Werte. Des Weiteren könnt ihr bei beiden Uhren hier zum Beispiel ein Stride Foodport anschließen, also alle, die jetzt zum Beispiel Stride nutzen. Bei der Phoenix 7 ist aber so, ihr könnt neben dem Stride Foodport auch die Stride Workout App installieren und entsprechend dann, wenn ihr einen Trainingsplan bei Stride habt, entsprechend auch den Trainingsplan durchführen. Anders sieht es dann bei der Instinct 2 aus. Hier ist nur die Möglichkeit, den Stride aktuell anzuschließen. Das heißt, sie werden dann die Werte an Stride übertragen, aber die Workout-App wird momentan noch nicht unterstützt. Auf der Webseite steht, dass das dann mit einem Update mal kommen soll. Es steht jetzt kein konkretes Datum da. Also das heißt, es kann sein, wenn du das Video jetzt schaust, dass es mittlerweile hier schon die Stride Workout-App gibt. Wie gesagt, der Stand ist heute, Mitte April, ist das Ganze leider noch nicht vorhanden, soll aber entsprechend kommen. Beide Uhren unterstützen auch im vollen Umfang den HRM-Brustgurt, das heißt, ihr bekommt hier nochmal die zusätzlichen Daten für weitere Analysen. Beide Uhren unterstützen auch einen Pace-Pro-Plan, das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie eine Strecke laufen wollt, eine bestimmte Zeit haben wollt, dann wird das Ganze hier unterstützt. Ihr gebt einfach die Zeit entsprechend ein und dann bekommt ihr die auch angezeigt, wie ihr dann das Ganze dann erreichen könnt. Was noch ein Alleinstellungsmerkmal bei der Phoenix 7 ist, die Stamina-Funktion, die jetzt neu mit der Uhr dazu gekommen ist, also sowohl die Apex als auch die Phoenix 7 haben das. Hier wird dann während der Tour oder während des Workouts errechnet, wie gut euer Krafthaushalt ist und ihr bekommt dann eine gewisse Anzeige, um hier euer Kraft einzuteilen, damit ihr hier entsprechend euer Ziel erreichen könnt und nicht hier overpaced. Was natürlich bei einem Workout dann auch interessant sind, sind GPS-Daten, die man aufzeichnet, zumindest wenn man dann eine Analyse machen möchte. Bei der Instinct 2 Solar ist es so, ihr könnt hier verschiedene Versionen nutzen. Wir haben einmal GPS Normal oder GPS Galileo, GPS GLONASS könnt ihr nutzen. Bei der Phoenix 7 ist dann entscheidend, welche Version ihr habt. Wenn ihr jetzt die Saphir Solar Edition habt mit der Multiband-Funktion, dann habt ihr die maximale Möglichkeit. Das heißt, hier wird dann die exakteste Koordinatenbestimmung stattfinden, auch wenn ihr jetzt gerade im Wald unterwegs seid oder wenn irgendwelche Abstattungen stattfinden. Anders sieht es dann aus, wenn ihr die Version nicht habt. Da könnt ihr dann ebenfalls hier GLONASS GPS nutzen, beziehungsweise GPS und Galileo. Der allernächste Punkt, den wir dann haben, ist natürlich auch der Herzfrequenzsensor. Es sind bei beiden Uhren der gleiche Sensor verbaut. Das heißt also, hier wird bei beiden Uhren ein 24/7 Pulsoximetermessung durchgeführt, wenn es gewünscht ist. Ihr könnt es auch entsprechend abschalten, beziehungsweise auch nur sagen, ihr möchtet das Ganze nur in der Nacht haben. Ihr habt dann wie auch eine 24/7 Herzfrequenzmessung, beziehungsweise ihr bekommt dann auch entsprechend ein Schlaftracking angezeigt oder ausgewertet, wenn ihr dann entsprechend schlaft und die Uhr beim Schlafen anhabt. Beide Uhren unterstützen auch die Möglichkeit, die Herzfrequenz zu senden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Swift nutzt oder andere Programme und die OP-Sachen unterstützen, dann könnt ihr dann entsprechend die Herzfrequenzsensoren senden. Zum Beispiel hier ans iPad, wo das Ganze über dann Bluetooth funktioniert und dann habt ihr die Daten dann entsprechend auch hier auf Swift. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, alle Probleme, die mit einem Herzfrequenzsensor auftauchen, also das heißt zum Beispiel bei einem Workout, wenn ihr jetzt entsprechend hier Krafttraining macht, kann es zu Messfehlern kommen, beziehungsweise wird nicht alles erkannt. Beide Probleme sind natürlich bei beiden Uhren gleich, da sie ja, wie gesagt, den gleichen Sensor verbaut haben. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier Garmin Pay zu nutzen bei der Uhr, beziehungsweise auch Musikfunktionen. Bei Garmin Pay ist es aber so, in Deutschland wird nicht jede Bank unterstützt. Ich werde euch einfach mal einen Link unten in die Videobeschreibung machen, da könnt ihr einfach nachschauen. Da gibt es eine Übersicht von Garmin, wo ihr dann schauen könnt, ob eure Bank enthalten ist. Bei der Instinct 2 ist es so, dass es aber nicht in der normalen Version möglich ist, hier Garmin Pay zu nutzen, sondern nur in der Solar-Version. Anders sieht es dann bei der Phoenix aus. Hier habe ich dann bei allen Uhren die Möglichkeit, entsprechend hier Garmin Pay zu nutzen. Was die Musik angeht, habe ich hier auch einen kleinen Unterschied. Ich habe bei der Instinct 2 keine Möglichkeiten, hier Offline-Musik draufzuladen. Ich habe aber die Möglichkeit, dennoch die Musik über mein Handy zu steuern. Also wenn ihr unterwegs seid, müsst ihr das Handy nicht rauskramen und könnt dann entsprechend auf die Uhr das Ganze steuern. Anders sieht es bei der Phoenix 7 aus. Hier kann ich zum Beispiel Amazon Music, Deezer oder auch Spotify offline nutzen und entsprechend hier die Anzahl an Titeln, die möglich sind, herunterladen und diese dann offline mitnehmen, beziehungsweise man muss kein Handy dabei haben, kann entsprechend hier seine Kopfhörer an der Uhr koppeln und die Musik dann hören. Ein nächster wichtiger Punkt, und der ist eigentlich jetzt nicht wirklich unterschiedlich, aber ich möchte ihn einfach erwähnen, weil ich ihn persönlich wichtig finde, und zwar das sind die Sicherheitsfunktionen, die die Uhren bieten.
Beide Uhren haben eine Sturzerkennung, das heißt, wenn ihr jetzt unterwegs seid, ihr zum Beispiel stürzt mit dem Rad oder auch beim Laufen abknickst, mir ist das persönlich schon passiert und es hat tatsächlich funktioniert, dass ja hier ein Alarm losgeht und dann eure Kontakte entsprechend informiert werden. Hier ist aber natürlich wichtig, dass ihr entsprechend auch das Handy dabei habt, weil eine LTE-Version gibt es hier bei beiden Uhren nicht. Und ihr habt auch noch die Möglichkeit, wenn die Sturzerkennung nicht erkannt wird oder ihr auch in einer bedrohlichen Phase seid oder einer Situation, auch manuell das Ganze auszulösen. Dafür müsst ihr einfach nur 3 Sekunden auf den oberen linken Knopf drücken und auch da wird dann euer hinterlegter Notfallkontakt kontaktiert und weiß dann entsprechend Bescheid. Er bekommt dann einen Anruf bzw. SMS, wo dann die Daten dann vorhanden sind und kann dann hier entsprechend interagieren. Ein weiterer Sicherheitsaspekt, den es noch gibt, das ist das Live-Track. Das bedeutet, wenn ihr das Ganze aktiviert, dann sendet die Uhr ja die GPS-Daten über das Handy direkt an einen Server und der Empfänger, also es gibt dann eine E-Mail an den Empfänger, der kann sich dann entsprechend anschauen, wie ihr gerade unterwegs seid und weiß dann immer, ja, wann ihr dann eigentlich da ankommt, beziehungsweise ja, wo ihr gerade steckt, wenn ihr jetzt noch nicht da seid. Beide Uhren haben auch die Anbindung an den Garmin Connect IQ Store. Das ist quasi so der App Store von Garmin. Der größte Teil ist da auch kostenlos und hier könnt ihr dann entsprechend eure Uhren ja nach euren eigenen Ansprüchen und Anforderungen erweitern. Hier ist es so, aber aufgrund des besonderen Display-Designs der Instinct 2, was ich schon am Anfang erwähnt habe, was hier bei Garmin einmalig ist, ist natürlich das Angebot doch etwas beschränkt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, dass zum Beispiel bei Stride die Workout-App nicht vorhanden ist und es gibt noch eine Vielzahl andere Apps, die dann hier nicht angeboten werden, weil sie dann nicht für dieses Display angepasst werden. Anders sieht es natürlich bei der Phoenix aus. Hier ist natürlich ein Riesenangebot. Hier ist eigentlich quasi fast alles vorhanden, was es an Angebot gibt. Auch bei den Zifferblättern ist das Angebot deutlich größer als bei der Instinct 2. Bei der Phoenix ist es halt dann viel einfacher, ja, Apps anzupassen, beziehungsweise diese ja zu skalieren. Anders als wo man ein neues Design machen müsste bei der Instinct 2. Ja, da kommen wir auch schon zum Fazit. Jetzt ist natürlich die Frage, was möchtest du? Wenn du jetzt eine kleine Uhr haben willst, eine leichte Uhr mit aber wirklich einer sehr guten Akkulaufzeit und dir das Display jetzt nicht so ganz so wichtig ist und sagst, ja gut, schwarz-weiß, es stört mich jetzt nicht, dann ist natürlich die Instinct 2 für dich eine sehr gute Wahl, weil doch der größte Teil unterstützt wird. Wenn du aber sagst, ich möchte jetzt hier ein Display haben, was farbig ist, ich möchte auch vielleicht ein Touch-Display haben oder ich möchte auch beim Navigieren Karten haben, dann ist natürlich die Wahl ganz einfach, die fällt dann natürlich auf die Phoenix 7. Wenn du jetzt aber sagst, okay, die Phoenix 7 ist mir aber zu teuer, aber ich hätte doch gerne diese, ja, farbiges Display und auch gerne Karte beim Navigieren, die Instinct 2 gefällt mir jetzt nicht so, sieht aus wie so eine alte Casio-Uhr, also ist es jetzt nicht böse gemeint, also jeder, der Instinct 2 mag, das möchte ich jetzt nicht hier negativ sagen, aber es gibt halt Leute, die sagen, mir gefällt das Design nicht, was auch völlig in Ordnung ist. Da ist natürlich dann die Überlegung wert, da drehe ich mich jetzt einfach mal kurz um, auf eine Phoenix 6 zu gehen, weil dadurch, dass die Phoenix 7 rausgekommen ist, ist natürlich die Phoenix 6 in ihrer Ausführung deutlich günstiger geworden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade offen die Phoenix 6 Pro in der X-Version und hier ist es auch ganz wichtig, die Pro-Version zu nehmen, wenn man die Karte möchte. Kostet aktuell hier bei Amazon, sehe ich das gerade, 487 Euro. Das heißt also, es ist nicht weit weg von dem Instinct 2 Preis, je nach der Ausführung der Uhr. Und hier muss ich sagen, das ist auch wirklich eine sehr gute Alternative. Ich habe zwar hier jetzt keine Möglichkeiten, ein Multiband-GPS zu nutzen, ich habe auch nicht die Stamina-Funktion, aber alle anderen Sachen mit animierten Workouts oder auch dann mit Kartennavigation oder auch hier zum Beispiel Stride Workout App ist entsprechend vorhanden. Und die Uhr ist jetzt von der Größe her auch nicht wesentlich größer als jetzt die Instinct 2. Am Ende des Tages natürlich deine Entscheidung, was du möchtest, aber ich möchte es einfach nur mal erwähnen, dass die Phoenix 6 in der Version auch wirklich eine sehr gute Alternative sein könnte zu der Instinct 2. Ich finde, wie gesagt, die Instinct 2 jetzt nicht schlecht, aber sie hat halt ein Design, was halt jetzt nicht jeden wirklich anspricht. Ja, wenn dich die Instinct 2 noch genauer interessiert, dann habe ich mal ein Review gemacht, wo ich die Funktion alle mal vorstelle. Das verlinke ich hier oben mal. Beziehungsweise, wenn dich die Phoenix 7 interessiert, ich habe mal alle Neuerungen getestet, die verlinke ich auch mal links oben. Da könnt ihr auch mal reingehen. Wenn das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.